vielleicht als kurze Introduction für die Leute, die das Video zum ersten Mal schauen. Der Vic und ich kennen uns schon seit längerer Zeit. Wir treffen uns mindestens einmal im Monat zum Nachtessen mit sehr guten Freunden. Und der Vic hat eine mega spannende Position bei der Teleboy, wo er der CEO ist. Und ich habe gedacht, wäre super, dich zu interviewen, deinen Point of View ein bisschen abzuholen zu dieser ganzen Corona-Situation. Und ich würde sagen, wir gehen sofort auf die Fragen ein. Und die erste wäre, wie hat sich dein Alltag und der Alltag auch von deinen Mitarbeitern bei der Teleboy geändert in den letzten paar Wochen? Der Alltag hat sich eigentlich nicht groß geändert. Vielleicht muss ich zuerst etwas zu Teleboy sagen. Wir sind bei 40 Mitarbeiter, 20 in Zürich, 20 in Berlin. Und von der ganzen Unternehmensstruktur sind wir so aufgebaut, dass Homeoffice eigentlich etwas ist, wo jeder nehmen kann. Wir haben nur vereinzelt ein paar Stellen gehabt, wo das zu Beginn noch nicht möglich war. Und von dem her ist die Umstellung relativ simpel gewesen. Man hat einfach von einem Homeoffice-Tag zu 5 Homeoffice-Tagen gewechselt. Und das hat natürlich jetzt auch zur Folge, dass man einen erhöhten Kommunikationsbedarf hat. Eine Kommunikation, wo im Office relativ simpel abläuft, indem man einfach schnell zu jemandem anläuft, vielleicht die Person auch kurz stört und sagt, hey, könntest du mir schnell das und das geben? Hat sich in eine kanalisierte Kommunikation entwickelt. Wir haben zum Beispiel unsere Daily Stand-Ups, die Frequenz der Daily Stand-Ups erhöht. Wir haben Daily Stand-Ups gehabt, wo wir 4-mal pro Woche hatten, obwohl es der Daily Stand-Up war. Und jedenfalls, wir haben jetzt die durchgehend und ja, haben jetzt ein zusätzliches Get-Together, Virtual Get-Together, einmal pro Woche. Sonst haben wir Get-Togethers einmal im Monat. Und das sind dann natürlich auch physikalische gesehen. Und ja, sonst hat sich eigentlich von der Effizienz und vom Outcome her vermutlich relativ wenig geändert in unserem operativen Arbeitsalltag. Okay. Was würdest du denn sagen, sind so die grössten Challenges, die ihr jetzt habt? Wir haben unterschiedliche Challenges. Teleboy an und für sich ist extrem stark vom Werbemarkt abhängig. Und der Werbemarkt ist momentan am Einbrechen. Wir arbeiten hier mit einem Partner zusammen. Also wir haben keine eigenen Sales, wie zum Beispiel TX Media oder ein Goldbach. Aber wir sind trotzdem in Partnerschaften mit denen verbunden und müssen dementsprechend auch ein bisschen Umsatz von denen bekommen jedes Jahr. Und die grösste Challenge dieses Jahr wird definitiv sein, den Umsatz auch zu bekommen. Sonst haben wir operativ auch Challenges im Sinne von, wir hätten zum Beispiel Leute gehabt, die jetzt gestartet wären im März, Mitte März, und die Starts haben wir in Abspruch mit diesen Mitarbeitern können verschieben. Das war relativ problematisch geworden, jemanden über Remote einzuführen, respektive wir haben es auch mit einem Mitarbeiter versucht. Haben ihn versucht, Remote einzuführen und ist dann sehr offen gewesen und hat gerade gesagt, hey, das wird im Fall schwierig und wir können im Fall auch sonst auf das Startdatum hinterschieben und ja, sind wir alle happy gewesen. Und ja, das sind so sicher die 2 grössten Challenges gewesen. Okay, absolut. Das hat sich natürlich extrem verändert. Hast du als CEO von Teleboy oder auch sonst als Person irgendwelche Tipps in diesen schwierigen Zeiten von Corona, auch für die Leute, die das Video schauen? Irgendwelche Tipps? Sicher, also bleiben daheim, schauen Fernsehen. Wir haben in den letzten paar Tagen haben wir etwa 40% mehr TV-Traffic. Was mega cool ist, wir haben mehr Bestellungen, Internetbestellungen. Teleboy bietet ja neben TV auch insbesondere Internet an. Sind recht viele neue Internetbestellungen reingekommen. Befasst euch mal mit den Sachen, wo ihr vielleicht sonst weniger Zeit habt, um euch damit zu befassen. Verbringen Zeit mit der Familie. Das wären so meine persönlichen, aber auch geschäftlichen Tipps für alle. Stellt Social Media ab. Social Media ist schon schrecklich. Wir haben so viele Leute, die aufs Mal Corona-Experten geworden sind. Ich habe heute spaßeshalber jemanden geschaut, den ich kenne.
weil auf Facebook wirklich alle paar Stunden eine neue Corona-News kommt und ich habe gemessen, dass irgendwie respektive erzählt, dass über 52 Corona-Keywords gefallen sind seit Januar bei dieser Person, also auf Facebook. Also das tut, glaube ich, nicht gut. Ja, Ich kann dir das nur wäre zustimmen. Absolut, das ist Social Media kann wirklich ein Blessing und ein Curse sein gleichzeitig bei solchen Sachen oder Medien im Allgemeinen. Absolut. Zum Schluss noch vielleicht eine Fun-Frage. Wie kommen deine Katzen damit klar, dass du mehr Zeit in Hause verbringst? Ich meine, die haben früher immer die Wohnung für sich allein gehabt den ganzen Tag. Jetzt bist du plötzlich umeinander. Was machen sie? Hast du schon mal meine Katze gesehen? Ja. Hast du schon mal gesehen? Hey, meine Katze, also ist eigentlich noch lustig. Katzen, würdest du denken, die haben mega Freude, dass du den ganzen Tag daheim bist. Und das ist aber überhaupt nicht so. Erstens, ich bin nicht den ganzen Tag daheim. Wir haben bei Teleboy das so definiert, dass ich bin jetzt auf allein im Office, aber es muss immer jemand ins Office kommen, um sich auch um ein paar physikalische Sachen zu kümmern, solange Post kommt. Hey, aber sonst ist es so, dass Katzen eigentlich das gut finden, dass sie den Tag durchschlafen können. Was ich auch festgestellt habe, ist, die checken das ganze System mit Videoconferencing nicht. Das heisst, wenn ich mit jemandem am Anfang rede, so wie mit dir, dann kommt man sie auf den Tisch, weil sie das Gefühl haben, ich rede mit ihnen. Es ist schon niemand anders im Raum. Und dann strecken sie die Raschenkamera. Es ist, ja, das ist die Situation und wir versuchen jetzt einfach miteinander zu schlagen daheim. Also kein Social Distancing mit dir und der Katze. Kein Social Distancing, aber ich muss zugeben, ich habe schon gegoogelt, ob es Katzen nicht bekommen können. Aber es scheint momentan noch nicht der Fall zu sein. Das ist okay, ich glaube. Wenn die armen Katzen das nicht haben müssen, dann ist das umso besser. Ja. Hey, Vic, danke vielmals für deine Zeit und für das Interview. Ich weiss, du hast mega viel zu tun und die haben mega viele Challenges im Moment. Und von dem her herzlichen Dank und auch für all deine Tipps. Und ich freue mich, dich bald wieder zu sehen am Montagabend bei unserem Dinner. Hey, genau auf Zoom. Ich freue mich drauf. Bis dann. Trotzdem mit Willi. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, Vic.